begrüße natürlich ganz herzlich Hendrik M. Broder. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Vielen Dank. Es ist Donnerstag, also zieht es mich hierher. Ja, und wir freuen uns jeden Donnerstag aufs Neue. Heute wollen wir ein bisschen über die Ampel sprechen. Immer wieder werden Neuwahlen ins Spiel gebracht. Wie ist Ihre Meinung? Soll die Ampel Schluss machen oder bis zum bitteren Ende weitermachen? Ja, also ich meine, die sollen weitermachen. Die sollen weitermachen. Ich finde, das sind sie unschuldig. Ich bin gegen Neuwahlen. Nicht, dass ich gegen Wahlen im Prinzip bin, aber ich bin gegen Neuwahlen. Die können es nicht hinschmeißen. Die haben sich und uns etwas eingebrockt und das sollen sie jetzt auslöffeln. Mit den Grünen oder ohne die Grünen. Und im Übrigen muss es eine Haftung für Politiker geben. Ich will die nicht hinter Gittern sehen. Und ich weiß, den Schaden, den sie anrichten, den können sie auch nicht bezahlen. Aber es muss eine Art von Haftung geben. Architekten haben Haftung, tragen Haftung, Anwälte, sogar Ärzte. Die einzigen, die jeden Unsinn veranstalten können, ohne dafür zur Verantwortung genommen zu werden, gezogen zu werden, sind Politiker. Frau von der Leyen hat eine Renovierung des Segelschulschiffes Gorch Fock in Auftrag gegeben. Kalkuliert war es auf 10, 15 Millionen. Am Ende hat es 135 Millionen gekostet. Über ihre schmalen, wohlgepflegten Lippen kam nicht mal eine kleine Entschuldigung, gar nichts. Andy Scheuer, noch viel besser, der hat ein neues Mautgesetz entworfen. Und völlig unerwarteterweise, obwohl alle damit gerechnet haben, wurde es von den europäischen Instanzen nicht erlaubt. Schaden über 240 Millionen. Er schämt sich nicht einmal. Und ich finde, man muss die Leute daran erinnern, was sie gemacht haben und was sie falsch gemacht haben. Und das letzte akute Beispiel, das finde ich eigentlich am schönsten, ist das Gebäudeenergiegesetz. Da kann man den Schaden gar nicht beziffern, was Leute schon bestellt haben oder nicht bestellt haben, was das für die Handwerker bedeutet. Aber unser Freund, Kollege Robert Habeck will Kanzler werden. Und da kommt auch kein Wort des Bedauerns. Ich weiß, dass Sie mich jetzt unterbrechen wollen. Das müssen Ganz Sie auch genau. gleich machen. Wir müssen nämlich einen Aspekt noch mal dann mit reinbringen. Wenn Sie jetzt sagen, die sollen ruhig weitermachen mit dem Mist, den Sie uns da vor die Füße gekippt haben, muss man aber da auch dazu sagen, dass, wenn Sie jetzt noch ein Jahr an der Regierung bleiben, der Schaden ja vielleicht noch viel größer wird. Ein Schaden, für den auch keine Versicherung eintreten dürfte. Jetzt kommen wir mal auf die Grünen, denn die haben ja zumindest jetzt Konsequenzen gezogen. Da hat jetzt der Vorstand hingeschmissen. Die grüne Jugend sagt auch, hier fühlen wir uns nicht mehr wohl. Sollten da vielleicht die anderen Parteien da jetzt auch mal nachziehen? Müsste auch bei der FDP-Führung oder eben bei der SPD auch der Parteivorstand, Saskia Esken zum Beispiel, sagen, ich habe so viel Mist gebaut, ich gehe jetzt? Sagen Sie, wollen Sie mich in den Nachtschlaf bringen mit dieser Vorstellung? Saskia Esken. Nein, Sie gehen wirklich extrem radikal vor. Ich glaube, es ist bald ein Fall für den Verfassungsschutz. Sie wollen ja alle zurückdrängen. Wer soll dann hier das Land überhaupt noch regieren? Obwohl keine Regierung ist die beste. Die beste Regierung ist keine Regierung. In Holland hat es mal ein Jahr lang keine Regierung gegeben. Und es war so, dass die Leute es kaum gemerkt haben. Es lief alles weiter. Nein, das nicht. Die anderen sollen meinetwegen mit oder ohne die Grünen regieren. Und ich kann mich dann nur auf Habeck selbst berufen. Der hat gestern in den Tagesthemen gesagt, man muss einen Job, den man angefangen hat, zu Ende bringen wollen. Entscheidend ist das Wort wollen. Die Frage ist, wollen die das? Also ich will, dass die es zu Ende bringen. Ich finde auch, die können sich nicht einfach vom Acker machen. Und viel schlimmer kann es ja nicht werden. Was Migration und Energiewende angeht, man kann das alles nicht rückgängig machen. Es gibt keinen Schalter, den man zurückdrehen könnte, wie eine Uhr bei der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit. Nein, die müssen weitermachen. Man darf ihnen nicht mal die Chance geben, so zu tun, als könnten sie es beim nächsten Mal besser machen. Hinzu kommt so mein Bedürfnis nach theatralischen Auftritten, nach Unterhaltung. Ich möchte diese Laienspielschar noch ein Jahr miterleben dürfen. Es trägt wesentlich zu meiner psychischen Gesundheit bei. Ich will Frau Svenja Schulze weitersehen, die die Taliban mit 370 Millionen Euro versorgt hat. Das ist schon leicht masochistische Züge. Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich habe befürchtet, Sie kommen von alleine drauf. Aber das ist es. Aber wissen Sie, es ist ein sehr veredelter, raffinierter Masochismus. Ohne Peitschen. Steffi Lemke möchte ich weiter im Amt sehen. Natürlich auch Lisa Paus und meine Lieblingspolitikerin Clara Geiwitz oder so ähnlich. Geiwitz. Und natürlich Karl Lauterbach. Die haben so. Was macht der eigentlich? Lange nichts mehr gehört. Ja, sehen Sie, das ist, wenn der Minister demütig wird, fragen Sie, was macht er eigentlich? Ja, die große Klappe reißt er immer noch auf. Also, Herr Broder, wir müssen langsam zum Ende kommen. Gut, dann lassen Sie mir noch eins sagen, dass ich in der nächsten Zukunft mit BRH rechne. Bündnis Robert Habeck. Und das wäre doch eine erfreuliche Da kommen wir drauf zurück. Ja. Herr Broder, danke schön für den Augenblick. Danke, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.